Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 22 Snow. Irrsicht. Heute ist es endlich soweit. Auch wenn ich vorher nicht wirklich viel mehr gespürt habe oder eingeschränkt wurde, ist jetzt endlich alles wieder verheilt und mein Körper ist wie neu. Ich habe mich vor ein paar Tagen in Sashis Zimmer mit dem Trio verabredet und auch ihnen das bisschen der Geschichte erzählt, was sie noch nicht wussten. Sie sind jetzt alle auf dem gleichen Stand wie Herr Trafalgar, auch wenn sie noch nicht alles wissen. Einiges bleibt immer zu erzählen, nur wissen sie eines der wichtigsten Dinge nicht. Das Einzige, was ich wahrscheinlich niemals jemandem sagen kann. Dafür schäme ich mich zu sehr. Gleichermaßen bin ich von mir angeekelt. Dass ich auf so etwas gehört habe, selbst geglaubt habe und dass ich ohne den Vorfall wahrscheinlich noch immer seinen Worten gehorchen würde, ist einfach erniedrigend. Aber das Gute ist, ich muss bei keinem vom Trio mehr stottern. Das macht mich und sie sehr glücklich. Sashi und ich benehmen uns wie richtige Geschwister und die anderen der Crew sehen uns auch so. Mein Bruder vertieft sich in diese ganze großer Bruder-Aufpass-Nummer und kein Mann wird je genug für mich sein, das weiß ich jetzt schon. Laut Sashi werden Pinguins Sprüche und Blicke immer perverser, aber er bleibt weiterhin mein Freund und Nakama. Er und Sashi streiten und kabbeln sich in letzter Zeit immer öfter, da mein Bruder nicht will, dass Pinguin mich anfasst. Genau genommen darf mich außer Beppo niemand berühren oder auch nur schief ansehen. Beppo ist mein bester Freund und wenn ich über bestimmte Sachen wie Unterwäsche nicht mit meinem Bruder reden will, ist er für mich da. Trafalgar ist weiterhin mein Trainingspartner und wir reden öfter miteinander als sonst, aber ich zähle ihn nicht zu meinen engsten Vertrauten. Trafalgar ist weiterhin mein Trainingspartner und wir reden öfter miteinander als sonst, aber ich zähle ihn nicht zu meinen engsten Vertrauten. Er ist halt der Kapitän. Ich respektiere ihn und bin loyal ihm gegenüber und bei Problemen kann ich zu ihm kommen, aber mehr ist da für mich momentan noch nicht drin. Seine Art ist einfach gewöhnungsbedürftig und mehr als das kann ich zurzeit nicht. Gerade ankern wir an einer Winterinsel und ich darf wieder nicht alleine auch nur einen Fuß aufs Festland setzen. Dabei habe ich noch nie in meinem Leben Schnee gesehen. Ich wohnte auf einer Sommerinsel und habe mein restliches Leben gefesselt in einer Zelle verbracht. Seit ich mich im Trainingsraum Trafalgar anvertraut habe, denke ich immer wieder an sein Angebot und dass er mir schon irgendwie geholfen hat. Aber auch daran, dass ich ihn vollgeheult und seine Zeit verschwendet habe. Heute Abend feiern wir, dass ich ein vollwertiges Mitglied werde. Ab heute werde ich endlich eine Piratin sein und habe meinen eigenen, ganz offiziellen Platz in der Crew. Mein nächstes Ziel wird dann ein Steckbrief oder ein Zeitungsartikel werden, damit Aiko weiß, dass ich lebe. Schmollend stütze ich meinen Kopf auf der Hand ab und lehne mich über die Reling. »Nichan!« schreie ich über das ganze Deck und halte nach ihm Ausschau. Schnell habe ich ihn ausfindig gemacht und aufgesucht. »Was gibt's?« Mit meinem besten und niedlichsten Hundeblick sehe ich zu ihm auf. »Nimmst du mich mit auf die Insel? Ich darf nicht alleine. Bitte!« Wie immer, wenn ich diesen Blick aufsetze, zieht er gequält die Augenbrauen zusammen und presst seine Lippen aufeinander. Er versucht immer noch, meinen Blick zu widerstehen. Netter Versuch. Na schön. Aber nur, wenn du ein Katana mitnimmst und dich warm und vor allem nicht freizügig anziehst. Ergibt sich mein Bruder schließlich doch und lässt seinen Kopf geschlagen hängen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht laufe ich nach Hause und ziehe mir eins meiner Winteroutfits an. Ein schwarz-roter Pullover mit Kapuze, aus dem 2 Schnüre hängen, die mit dicken Bommeln enden. Eine etwas dickere Jeans, eine Mütze, die über meine Ohren geht und an deren Enden Herzen hängen. Und ein Tuch, das ich mir notfalls über den Mund ziehen kann und sonst eng an meinem Hals anliegt. Ich laufe eilig an einen kleinen Spiegel und zupfe etwas an meinen zerzausten Haaren. Mein Blick bleibt an der Mütze hängen. Meine Mimik verfinstert sich. Die Mütze symbolisiert eine Zeit, in der ich angeblich glücklich war, bevor ich die Wahrheit herausgefunden habe. Obwohl sich seine Worte als reine Manipulation herausgestellt haben, kann ich nicht anders, als über die schönen Momente nachzudenken. Würde ich ihm noch einmal begegnen, würde ich laufen wie der Wind. Er hat mich in der Hand und ich würde erneut seinen Worten verfallen und seinen Verrat vergessen. Er hat mich über Jahre hinweg beeinflusst. Nur ein Wort und ich werde erneut verloren. Die Mütze soll mich daran erinnern und vor ihm warnen. Ich schüttle den Kopf. Schnell streife ich mir noch meine Lederjacke über und begebe mich zurück zu meinem Bruder.
Nichan! Rufe ich ihm strahlend entgegen. Energisch springe ich meinem Bruder in die Arme und er dreht sich mit mir ein paar Mal um die eigene Achse. Zufrieden nehme ich seine Hand in meine und mache mich staunend auf den Weg in die Stadt. In der beinahe vollkommenen Stille höre ich den Schnee unter meinen nackten Füßen knirschen. In der Ferne sehe ich Kinder auf verschiedenste Weise spielen und vom Himmel fallen Millionen Schneeflocken. Wunderschön. Der einzige Nachteil meiner Gewohnheit: ich besitze weder Socken noch Schuhe und habe auch ehrlich gesagt vergessen, mir welche zu organisieren. Ich gehe nun also barfuß durch den kalten Schnee. Aber trotzdem erfreue ich mich an dem wunderbaren Anblick. Kann man auch als Training ansehen. Nach einer kurzen Strecke, bei der ich mich still umgesehen habe, reiße ich mich von meinem Bruder los, renne einige Meter vor und lasse mich rückwärts in das weiße Pulver fallen. Aus der Ferne höre ich meinen Bruder auflachen. Ich bewege schnell meine ausgestreckten Glieder und springe dann aus dem Liegen auf die Beine. Ich habe einen Schneehügel gemacht, Nichan, erzähle ich ihm stolz und zeige ihm mein perfektes Werk. Habe ich gesehen, lacht er mir entgegen und zieht mich in eine Umarmung. Ist gut geworden, flüstert er mir ins Ohr und löst dann die Umarmung. Über beide Ohren grinsend greife ich wieder nach seiner Hand und ziehe ihn weiter Richtung Stadt. Wer ist noch in der Stadt? Frage ich ihn, um die Stille zu brechen. Kurz überlegt Sashi. Soweit ich weiß, Pinguin mit Dan, wir beide, Beppo mit Law und noch ein paar Grüppchen, antwortet er gedankenverloren. Dann lass uns bitte Pinguin und Beppo suchen, flehe ich ihn an und nehme seine Hand zwischen meine beiden. Er muss leicht lächeln und nickt schließlich, worauf ich freudig aufquietsche. Wir gehen erst einmal weiter Hand in Hand durch die Stadt und bleiben nur ab und zu mal an Schaufenstern stehen. Pinguin! Rufe ich winkend über den vollen Marktplatz. Der Angesprochene dreht sich in meine Richtung und atmet erleichtert aus. Oh Gott sei Dank, ich habe Dan verloren. Wo wollt ihr hin? Textet uns der Navigator auch schon zu. Meine Schwester hat irgendetwas mit dem Trio vor. Hilfst du uns, Beppo zu finden? Erklärt mein Bruder ihm schnell, während ich bereits weitergehe. Na klar! Höre ich Pinguin hinter mir entschlossen rufen. Pengu-kun, trägst du mich? Frage ich ihn mit meinem Hundeblick. Er muss hart schlucken, bevor er mir antwortet. Natürlich, steig auf. Stimmt er zu, geht in die Hocke und zeigt mit dem Daumen auf seinen Rücken. Freudig springe ich auf, da meine Füße eine kleine Pause von der Kälte gebrauchen können. Hinter mir höre ich meinen Bruder missmutig nuscheln, dass er mich nicht anfassen solle. Nach einiger Zeit entdecken wir unseren Kapitän auf einer Bank sitzen. Captain! Rufen die beiden freudig und rennen, Pinguin mit mir auf dem Rücken, zu ihm. Pinguin lässt mich kurzerhand runter und sofort bemerke ich Beppo, welcher im Schnee begraben liegt. Sein Anzug ist fast vollkommen vom Schnee bedeckt, weswegen ich verstehen kann, wenn man etwas braucht, bis man ihn sieht. Teddy! Kreische ich freudig und lasse mich in seine Arme fallen. Wow, Beppo! Ich hab dich gar nicht bemerkt! Ruft Pinguin erschrocken, während mich der Bär vorsichtig neben sich in den Schnee legt. Ich sehe lachend zu ihm auf, doch gleitet mein Blick an Beppo vorbei zu Trafalgar. Er starrt mich mit einem undefinierbaren Blick an, was anscheinend sonst niemand bemerkt. So, das Trio ist beisammen. Was willst du jetzt machen? Fragt der Koch an mich gewandt, sodass ich in das Hier und Jetzt geholt werde und mich an ihn wende. Ich ziehe mich an Beppo hoch, flüstere ihm meine Idee ins Ohr und als er nickt, lächle ich breit. Du wolltest zu Beppo, um ihm etwas zu flüstern? Fragt Pinguin ironisch nach. Unauffällig formen ich und Beppo jeweils einen Schneeball hinter unseren Rücken. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass der Arzt leicht grinst. Hat er es anscheinend bemerkt. Wir gegen euch! Rufe ich laut und ich und mein Teampartner werfen die Schneebälle auf unsere Nakama. Beide treffen mitten ins Schwarze und durch den Überraschungseffekt fallen beide hintenüber in den Schnee. Unsere Gegner beginnen zu lachen und formen ebenfalls Schneebälle. Na warte, Beppo. Das bekommst du zurück, Imoto. Drohen uns die beiden gleichzeitig und die Schneeballschlacht beginnt. Während unsere Teams eine Schutzmauer gebaut haben und wir um unser Leben kämpfen, sieht uns Trafalgar nur belustigt zu. Beppo hat einen riesen Ball geformt, der locker die erste Kugel für einen Schneemann darstellen könnte und meinen Bruder darunter begraben. Pinguin sucht hinter seinem Partner Schutz und bombardiert Beppo mit mehreren handgroßen Bällen. Während die beiden in ihre eigene Schlacht vertieft sind und mein Bruder noch mit dem Schneeberg zu kämpfen hat, forme ich noch einen weiteren Schneeball und stecke ihn in meine Jackentasche. Seufzend lasse ich mich neben den Kapitän nieder und sehe eine kurze Zeit einfach mit zu. Dann stoße ich mich im Sitzen ab und lande elegant seitlich auf dem Schoß des Tätowierten. Erschrocken lehnt er sich zurück, setzt aber schnell seine Maske wieder auf. Was machst du?
fragt er mich ruhig und verfolgt misstrauisch jede meiner Bewegungen. »Mach doch mit«, versuche ich ihn zu motivieren. »Das ist nichts für mich«, meint er trocken und legt seine Arme locker über die Lehne. »Dann Plan B. Du machst schon mit, glaub mir.« Ich lächle ihn warm an, beuge mich vor und lege mein Gesicht in seine Halsbeuge. »Was wird das?« fragt er mit düsterer Stimme nach, wobei seine Frage mehr nach einer unterschwelligen Drohung klingt. Wenn er ernst wird, überspielt er meistens Nervosität, Unsicherheit oder andere Gefühle, die er nicht zulassen will. Das habe ich bereits gelernt, aber die anderen scheinbar noch nicht. Also bin ich schon fast an meinem Ziel. Ich unterdrücke ein Lachen und kuschle mich weiter an ihn. »Mich aufwärmen, ich habe keine Schuhe«, überspiele ich meine wahren Absichten und umfasse mit einer Hand den Stoff an seiner Brust. Mit hochgezogenen Augenbrauen sieht er zur Seite auf meine Füße. Sie sind ganz rot und sehen nicht gesund aus. »Wieso das denn?« fragt er irritiert mit einer Spur von Sorge nach. »Ich besitze keine und habe vergessen, jemanden zu fragen, ob er mir welche leiht«, erklärte ich ihm schulterzuckend. »Du hast sie doch nicht mehr alle«, seufzt er kopfschüttelnd. Er packt mich an den Schultern und setzt mich dittlings auf seinen Schoß, sodass ich meine Beine um seinen Körper schlingen kann und ihm direkt ins Gesicht sehe. Er öffnet, womit ich nicht gerechnet hätte, seine Jacke, steckt seine Hände in die Taschen und schlingt dann seine Arme mit der Jacke um mich. Warm, sehr warm. Süß von ihm. Aber ich mache trotzdem das, was ich vorhatte. Entschlossen hole ich unauffällig den Schnäbel aus meiner Tasche. »Wieso machst du das?« frage ich nebenbei und lehne mich gegen ihn. Fragend sehe ich auf, als keine Antwort kommt, und seine stechenden Augen ziehen mich sofort in ihren Bann. Ich starre ihn einen Moment einfach nur an und mustere seine ruhigen Züge, bevor er mich in das Hier und Jetzt zurückholt. »Keine Ahnung, dir ist kalt.« Er scheint wirklich nicht zu wissen, wieso er sich um mich kümmert und sorgt, stelle ich überrascht fest. Vorsichtig lasse ich meine freie Hand am Rücken unter seinen gelb-schwarzen Pulli gleiten. »Schön warm«, schwärme ich noch ein letztes Mal, bevor ich den Moment zerstöre. Ich setze mich aufrecht hin, lasse meine freie Hand an seiner Brust gleiten, die wohlbemerkt muskulös ist, und stecke blitzschnell die Hand mit dem Schneeball ebenfalls darunter. Binnen Sekunden steht er fluchend auf, wobei ich lachend in den Schnee falle und auch das Trio beginnt zu lachen. Weiterhin fluchend holt er den Schneeball hervor und funkelt uns finster an. »Oh Mist«, jammere ich versteckt und mache mich als weglaufen. »Das bekommst du zurück«, ruft er mir drohend nach. Ich und das Trio laufen schnellen Schrittes zurück zum Schiff, einen tobenden, bewaffneten Irren hinter uns.